Glück auf, liebe Aktienfreunde. Ich begrüße euch zu einem weiteren Analysevideo. Wir wollen uns heute die gerade frisch veröffentlichten Q3-Quartalszahlen von Ladder Capital anschauen, einem kleinen, aber feinen Immobilienunternehmen in den USA. Was machen die? Zum einen vergeben die direkte Kredite für die, also Hypothekenkredite, durchaus, glaube ich, ein bisschen länger laufend. Dann halten die einige Immobilien selber, teilweise solche, die sie aufgrund von Pfändungen, also Foreclosure, wie es so schön heißt, zwangsvollstreckt haben. Und im Gegensatz zu Banken, die dann solche Immobilien häufig ungünstig schnell weiterverwerten, hält Ladder die durchaus. Da haben sie ungefähr Größenordnung so 1 Milliarde Dollar in solchen eingezogenen Immobilien, vermieten die und warten einfach drauf, dass jemand vorbeikommt, der einen vernünftigen Preis dafür zahlt. Und wenn nicht, machen sie durchaus nennenswerte Erträge aus dem Vermietungsgeschäft. Das sind meist so Immobilien, die so zum einen so, Wohneinheiten enthalten, aber auch Gewerbeeinheiten oder eine Mischung aus beiden. Ja, dann mangels Masse in den letzten 5, 6 Quartalen. Da ist also die Bautätigkeit natürlich doch deutlich zurückgegangen in den USA. Hat man nicht mehr genug Ersatzgeschäft gefunden, um sozusagen durchzurollieren. Es gibt dann, insbesondere in dieser steigenden Zinsphase, hat es dann auch eine steigende Menge an vorzeitigen Rückzahlungen gegeben. Das ist auch ganz normal bei steigenden Zinsen, dass die Leute dann versuchen, aus diesen Hypotheken mit variablem Zinsanteil auch rauszukommen. Und dann hat man nicht mehr genug Neuprojekte finden können. Und man hatte immer mehr Geld da liegen, teilweise bis zu 1,5 Milliarden Dollar. Das hat man dann zum einen in kurzfristige Papiere angelegt, aber jetzt auch in den letzten 2, 3 Quartalen immer stärker Mortgage-Backed Securities Papiere vom Markt gekauft. Das ist okay-ish, aber das können natürlich die Hypotheken-REITs viel besser. Und die hebeln das eben 7-mal und machen dann aus kleinsten Zinsdifferenzen interessante Returns. Das machen die hier jetzt nicht, sondern die haben einfach mit ihrem freien Cash eben Securities, wie sie das immer so schön nennen, gekauft. Das ist gut, das reicht aber nicht für die Dividende, die wir haben wollen, gerne hätten, die ja so typischerweise bei 7 bis 8% liegt. Das kann man mit Hypothekenpapieren nicht erreichen. Da muss man eben selber Hypotheken vergeben, Immobilien nutzen. Also hier war die Kritik in den letzten Quartalen immer, hier muss sich etwas ändern und oh boy, es hat sich was geändert. Also meine Kritik ist hier mal wieder voll angenommen worden vom Management, das gefällt mir schon mal sehr gut. So, jetzt wollen wir, also ich selber habe die Aktie im Moment nicht, ich habe die aber im Portfolio meines Freundes, meines Kumpels, das ich da verwalte, der hat 135 Stück. Wir schauen mal kurz auf, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist das hier, genau, das ist der Nasdaq. Ja, da sieht man auch, hier ist schon ganz schön Musik drin, hier haben wir eine 5-Jahres-Rückschau. Der Kurs ist relativ flat, ich würde eher sagen, nicht sehr stark im letzten Dreivierteljahr. Hier gab es also wirklich mal einen Tiefpunkt unter $10, hier auch einen Tiefpunkt vor kurzem noch Anfang Oktober mit 10,40, jetzt sind wir aber schon wieder bei $11 und gerade ein bisschen im Aufwärtstrend. Man hat immer mal hier Aufwärtstrends und dann gibt es auch wieder Abwärtstrends. Also hier gibt es durchaus immer mal Gelegenheiten, sich reinzukaufen. Insgesamt aber bei der Rendite, die man durch die Dividende hat, von in etwa 7 bis 8%, das ist es dann auch gewesen sozusagen. Man kann aus einem reinen Immobilien ohne Hebel, ohne solche Hebelgeschäfte zu machen, wie es die Hypotheken-REITs machen, da kriegt man dann auch nicht mehr Ertrag sozusagen raus. Also da muss man sich jetzt nicht wundern, es ist halt kein BDC, der mit 13% Geld verleihen kann, sondern die Leute, die hier eine Gewerbehypothek aufnehmen, die zahlen dann halt auch 8, 9% dafür. Und klar, man hat auch ein bisschen Fremdkapital drin zu günstigen Konditionen, aber und kann eben aus der Verwertung der Immobilien dann auch nochmal Erträge schöpfen. Aber mehr als 7 bis 8%, die dann auch wir Aktionäre bekommen, ist da dann auch nicht drin. Das Personal muss auch bezahlt werden. Ich würde sagen, trotz dieser Zacken, die wir hier so überall mal hoch und runter sehen, ist es für mich eher ein stabiler Wert, der sich doch in den letzten 5 Jahren immer zwischen 10 und $12 so hin und her bewegt hat. Wenn es mal schlecht stand,
war ich auch sicher, es geht wieder aufwärts und wenn es mal zu hoch gelaufen ist, dann stand auch schon der nächste Abschwung sozusagen wieder vor der Haustür. Wobei auch hier die Phase der hohen Zinsen, ich würde sagen, dieser Bereich hier ist jetzt auch nicht hervorgehoben, im Gegenteil, da ist wieder weniger verdient worden. Wir hatten denselben Effekt ja auch schon bei der Bank OSA, glaube ich. Da ist ja ein schlechterer Kursverlauf als in der Zeit der niedrigen Zinsen vor, ja, hier war, glaube ich, so im September, genau, das ist auch September 22, ging das mit den Zinserhöhungen los. Und in den 1,5 Jahren vorher standen die Kurse durchaus besser. Und hier ging es dann runter in Corona sozusagen hinein. Ja, wenn wir All mal anschauen, genau, hier sehen wir den Corona-Abschwung. Vorher war das sogar noch ein stabilerer Wert auf dem Weg nach oben. Und dann ist man hier sozusagen auf so einem Plateau, das ich eben auch schon beschrieben habe, stehen geblieben. Ja, jetzt gehen wir auch gleich in die Zahlen hinein, denke ich. Also wie gesagt, mein eigenes Exposure ist da nicht so groß. Wir gucken jetzt noch nicht nach Seeking Alpha. Ja, und hier sehen wir also diesen Effekt. Wir waren hier noch 2023, 2022 hier bei 3,8 Milliarden Dollar in diesen Hypotheken, die man vergeben hat. Ja, man nennt es auch On-Balance Loans. Also das sind wirklich Darlehen, die vergeben haben, die bei denen in der Bilanz einfach drin stehen. Am Anfang hatte ich die Securities hier nicht notiert, das habe ich erst später mal gemacht. Immobilienbestand, der ist immer so ungefähr um die 700 Millionen, was die verkaufen ab und zu mal was, aber durch Pfändungen kommen dann auch wieder neue Immobilien rein. Ja, das ging da runter 3,1, dann waren wir schon deutlich unter 3, 2 Milliarden, 1,5 Milliarden, das war echt der Tiefpunkt hier. Dann habe ich ein bisschen Hoffnung geschöpft mit 1,7 im Q1, dann ging es aber schon wieder runter auf unter 1,6 und jetzt haben sie die größte, so habe ich es eben irgendwo gelesen, die größte Neuvergabe an Krediten in einem Quartal, die sie hier hingelegt haben und sind jetzt auf 1,9 hochgegangen. Also ist hier von den 1,57 ist ja auch ein Teil wieder zurückgekommen. Und ich meine, ich hätte eine Zahl von 500 Millionen an Neuvergaben. Das ist wirklich positiv überraschend. Ehrlich gesagt hatte ich damit gerechnet, dass wir schon wieder unter den 1,566 jetzt hier stehen würden und war jetzt auch wirklich sehr positiv überrascht. Ja, es ist auch eine Immobilie dazugekommen, habe ich mir jetzt gar nicht näher angeguckt. Die Securities sind ein bisschen zurückgenommen worden. Das Rest Cash, den man hatte, hat man aufgebaut und hat auch neue Darlehen aufgenommen. Also das muss ja irgendwie auch finanziert werden. Und das ist jetzt auch mit mehr Fremdmitteln wieder passiert. Die Fremdmittel waren doch zurückgefahren worden, auch wenn man sie ja auch nicht brauchte, um neue, also mit diesen Fremdmitteln hier die Securities zu kaufen, macht keinen Sinn. Also die Fremdmittel hängen eher so ein bisschen an den Darlehen und sind dann eben auch entsprechend zurückgefahren worden. Hier in der Spitze 4,4 Milliarden und jetzt hier auf 2,957. Das sind alle Verbindlichkeiten zusammengenommen. Das ist jetzt nicht nur verzinsliche Drittmittel, aber im Teil natürlich dann auch. Das können wir uns im Report dann auch nochmal näher angucken. Die hat man jetzt auch zum ersten Mal seit mehreren Quartalen. Hier ging das eigentlich nur abwärts, hier war mal ein leichter Anstieg. Das hat man dann aber auch benutzt, um Securities zu kaufen. Die Differenz zwischen diesem verzinslichen Darlehen und den Securities ist dann aber nicht sehr hoch. Das erzeugt nicht sehr viel Ertrag. Also wirklich ertragspositiv sind diese Darlehen, die man selber vergeben kann, wo man dann eben durchaus 8-9% Ertrag sozusagen generieren kann. Ja, so, das erstmal vorneweg. Dann haben wir Eigenkapital. Eigenkapital ist ein bisschen geschrumpft. Ja, wir sind mit dem Earning per Share, das werden wir sehen, so in der Nähe der Dividende. Und dann haben wir noch einen homöopathischen Aktienrückkauf, den wir da jedes Quartal sehen. Und beides, das führt dann manchmal dazu, dass wir hier eben Rückgänge haben, 14 Millionen und 7 Millionen. Ist jetzt soweit unkritisch. Also hier ist kein Wachstum im Eigenkapital drin. Es sind aber auch von Quartal zu Quartal immer etwas weniger Aktien am Markt. Dass wir uns jetzt hier das NAV per Share anschauen müssen, das ist aber trotzdem noch ganz leicht gesunken, glaube ich. Ich habe jetzt auch mal angefangen, weil meine Formeln immer nicht so gestimmt haben, hier die Non-Controlling Interests hier rauszurechnen. Bin ich noch nicht hier ganz in die Historie gegangen, aber mich ärgert das immer, wenn meine Formeln nicht genau passen und ich da immer 2 oder 3 Cent dazu addieren muss und das kommt von diesen Non-Controlling Interests, also, ja, wen es interessiert, das sind die Anteile an Firmen, die man in dem Konzernabschluss drin hat, bei denen man nicht 100% hat, sondern vielleicht nur 90 oder 75%. Und
dann ist das ein Teil des Eigenkapitals, der nicht uns Aktionären gehört, sondern Dritten. Ja. Wenn's jetzt nicht jeder verstanden hat, ist nicht so schlimm. Bilanzsumme, also sind halt Konzernabschlüsse, die wir haben, nicht mehr Einzelunternehmen. Ne? Also, ja. Bilanzsumme ist wieder leicht angestiegen. Logisch, wir haben mehr Assets und wir haben mehr Ausleihung, muss die Bilanzsumme steigen. Eigenkapital relativ zur Bilanzsumme damit geschrumpft, das ist mir aber ganz recht. Wir waren ja hier auch nur so bei 25 und 27%, als wir eben deutlich mehr Darlehen vergeben haben. Und wenn das Eigenkapital, die Eigenkapitalquote ist nur deshalb angestiegen, weil wir nicht mehr genug Neugeschäft in den zu vergebenen Darlehen oder in den Darlehen, die vergeben wurden im Quartal, hatten. Da war nicht mehr genug Wachstum drin oder gar kein Wachstum, sondern eine Schrumpfung. Und damit ist das Eigenkapital auch ein bisschen zu sehr angestiegen. Und klar, ich könnte alles mit 100% Eigenkapital machen, habe ich aber nicht mehr genug Ertrag für 7 oder 8%. Also ein Teil kommt natürlich auch wieder aus der Hebelung. Wenn auch nicht so viel wie bei den Hypotheken-REITs. So, dann haben wir im nächsten Schritt jetzt die Einnahmen und Ausgaben. Da haben wir die Zinseinnahmen. Die sind auch ganz nett wieder gestiegen von 64, 63 jetzt auf 71 um 14%. Gegenüber dem Vorjahr hinken wir natürlich noch immer ein bisschen hinterher. Aber das liegt jetzt weniger an den höheren Zinsen als an dem schrumpfenden Assetbestand. Hier waren wir ja im Mittel noch so bei über 2,3 Milliarden vielleicht. Jetzt sind wir hier so bei 1,7. Und da kriege ich natürlich nicht so viel Zinsen raus wie aus den Assetbeständen, die ich noch im Vorjahr auf einem deutlich höheren Niveau hatte. Insofern ist das auch erwartbar gewesen. Die Zinsausgaben sind natürlich auch entsprechend geschrumpft. Im Anstieg von Q2 sind jetzt die Zinseinnahmen schneller als die Ausgaben gestiegen, ist schon mal gut. Im Vergleich zum Vorjahr sind allerdings, ich schaue nochmal, ob die Formel stimmt, sieht gut aus, sind allerdings die Einnahmen etwas schneller gefallen. Da ist es also genau umgekehrt über die 9 Monate hochgerechnet, wenn man so will. Ja, es sieht so aus, als würden wir da ein Viertel unter dem Vorjahr liegen. Und genau aus diesem Effekt hier kommt dann um fast ein Drittel schlechteres Ergebnis als im Vorjahr raus. Jetzt aber auch nicht überraschend, sondern ich sehe jetzt mehr für mich die positive Überraschung ist die Steigerung von Q1. Q2 war ja ganz wenig und jetzt Q3 ein sehr schönes Ergebnis schon, obwohl hier die Auswirkungen der Fettzinssenkungen nur indirekt schon drin sind. Vielleicht ist eine Auswirkung davon auch die höhere Kreditvergabe. Ich meine, man hätte auch irgendwo geschrieben, dass auch in der Pipeline jetzt nochmal 500 Millionen drin wären an Darlehen, über die man jetzt gerade verhandelt. Aber wenn ich hier den Quotienten bilde, dann haben wir im Moment hier eine 7,8 drin stehen. Ich hatte hier noch deutlich höhere Werte. Das hängt eben mit der unterschiedlichen Mixtur zusammen. Je mehr Securities, also extern eingekaufte Mortgage-Backed Securities ich drin habe, umso niedriger ist dieser Quotient. Ja, reicht das denn überhaupt? Das müssen wir jetzt mal sehen. Aber wir hatten ja die Q1 und Q2 schon hinter uns, also insofern ist Q3 ja jetzt nicht schlechter, sondern deutlich besser geworden. Ausfallrückstellungen, es gibt hier eine 0 und hier eine 0. Also es gibt hier, deswegen versagt jetzt auch der Vergleich mit dem Vorquartal, wenn 0 durch 0 funktioniert nicht. Ja, also Ausfallrückstellungen, ist das drauf bezogen auf den Zinseinnahmen? Das spielt also überhaupt keine Rolle hier sozusagen. Haben wir nicht in den letzten beiden Quartalen und auch vorher hatten wir sogar eine positive Korrektur, wenn man so will. Also 2025 bisher, von wegen Kreditkrise und dies und das, 0 Änderung in den Rückstellungen für Ausfälle bei Ladder Capital. Ja, nun habe ich es nicht selber gemacht. Ich muss mich darauf verlassen, dass sie das auch vernünftig machen. Die werden geprüft durch eine Wirtschaftsprüfungsagentur. Und zum anderen ist der Vorteil bei Ladder, dass 12% der Aktien dem Management gehören. Also hier gibt es eine relativ große Übereinstimmung zwischen dem Gründer und CEO, der eben auch einen sehr großen Aktienanteil hält, und uns kleine Aktionären sozusagen. Wir alle halten Aktien. Das ist ja nicht bei jedem Unternehmen so.
Manchmal kaufen die CEOs dann was, da reden wir dann aber über Pakete im Bereich von 0,5%, 1% vielleicht. Aber hier ist er wirklich ein Zehntel aller Aktien liegt also in der Hand. Das ist jetzt vielleicht nicht nur bei dem CEO, sondern auch bei seiner Vorstandstruppe da, aber das ist schon relativ, oder sogar 12%. Vielleicht finden wir das nochmal. Ich glaube, das sehen wir nochmal. Ja, die Einnahmen aus den Immobilien, die man also eingesammelt hat, 22, fast 26, jetzt fast 27 Millionen im Quartal. Das ist nett und ja in der gleichen Größenordnung wie der Zinssaldo. War es jetzt ein bisschen unfair, ich habe alle Zinsausgaben jetzt von den Zinseinnahmen abgezogen, aber natürlich könnte man auch einen Teil der Zinsausgaben von den bei den Immobilien hier irgendwie noch abziehen oder so, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Das zeigt aber ungefähr, dass diese Eigenimmobilien, die man bewirtschaftet, nicht uninteressant sind. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Es ist jetzt nicht so, dass hier jetzt, wenn hier jetzt so 2 Millionen im Quartal stehen, ich sage, das ist uninteressant, aber das ist schon nennenswert. Aus dem Verkauf von Immobilien ist jetzt kein besonderer Ertrag rausgekommen. Vielleicht ist auch nichts verkauft worden. Das ist meistens der Grund. Denn in der Vergangenheit wurden immer eigentlich Erträge erzielt. Die Immobilien, die man selber hält, die schreibt man ja auch ab und durch die Abschreibung hat man in den Büchern einen niedrigeren Wert stehen und wenn ich die dann halbwegs gut am Markt platzieren kann, dann ist es eigentlich normal, dass ich einen Zugewinn mache. Sonst hat man die Immobilie wahrscheinlich auch falsch auf die Bücher genommen. Andere Einnahmen haben wir auch noch. Hier in einer etwas kleineren Größenordnung. Insgesamt Ausgaben, die auch nicht über Q1 liegen, sondern hier immer noch 5% unter dem Vorjahresvergleichsquartal. Ja, ist eine 5%ige Steigerung. Aber auch hier, wenn ich hochrechne, habe ich ungefähr 6% gespart. Die haben auch ein relativ kleines Mitarbeiterteam. Wie gesagt, da ist auch so ein bisschen das Management. Man kennt das von Unternehmen, die jemand gegründet hat. Da schaut man doch schon ganz anders auf das Unternehmen, als wenn ich ein angestellter CEO bin, der da irgendwie reinkommt und dann sagt, ja, jetzt bauen wir erstmal die Mannschaft aus und dann habe ich eben nicht nur 30 Leute, sondern 80 Leute und dann bin ich viel bedeutender. Und das ist eben anders, wenn jemand ein Unternehmen gründet und weiß, letztlich geht das auch von meinem Gewinn ab und der ist dann vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger mit den Personalausgaben und anderen Ausgaben. So, dann kommen wir zum Gewinn im Quartal und auch hier hat man eine 11,6, die 17 war schon dann zum Glück ein Schritt nach oben, jetzt sind wir bei 19, also immer noch 17 und 19 klingt nicht viel, sind aber immerhin 12% Steigerung. Ja, wir hängen unter Vorjahr, das ist aber auch nach den 11,6 in Q1 hätte man ja eher erwarten können, dass wir so auf 50 Millionen kommen. Jetzt sieht es ja doch so aus, wir sind jetzt bei 30, 46, sind fast bei 50 jetzt schon angekommen, also wir eher so Richtung 70 Millionen kommen und das ist ja doch schon mal ein Unterschied zu dem, was das Q1 damals so bekannt gegeben hat. Und selbst Q1 und Q2, da waren wir bei 28, die Summe wären 56 gewesen, hätte man vielleicht noch einen Wert unter 60 erwartet. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die 70 Millionen jetzt hier im ganzen Jahr sehen können. Insbesondere, wenn die Dynamik jetzt weiter so anhält. So, dann haben wir diese Distributable Earnings. Das ist so eine Kenngröße, die sich selber ausrechnen und die ich hier nicht richtig eingetragen habe. Denn das ist noch die Zahl, die auch hier steht. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich die eingetragen habe. Eine Sekunde, ich werde das mal checken. So, und ist repariert. Wir haben also 32,1 Millionen Distributable Earnings. Das ist so eine Nicht-Buchhaltungsgröße, wo Einmaleffekte und die Abschreibung der Immobilien rausgerechnet werden. Da hatten wir vorhin 30,9, 25,5. Ja, ist auch wieder schlechter als im Vorjahr, aber wie gesagt, von Q1 zu Q2 zu Q3 eine sehr schöne Entwicklung, die wir jetzt hier sehen. Aktienbestand, also der Teil, der zurückgekauft wurde, den haben die nicht aufgelöst, sondern den zeigen die als Treasury-Aktien. Das war vorher im letzten Video noch kompletter Murks, was ich da stehen habe. Ich habe es jetzt mal für die letzten 4 Quartale nachgearbeitet. Und hier sieht man also, was zurückgekauft wurde. Da waren wir noch bei 2,7. Da muss also wieder was neu rausgegeben worden sein. Dann auf 3,3 und 3,47. Also mal hier so 600.000 Aktien und hier mal 150.000 Aktien zurückgekauft worden. Ist nicht viel, aber immerhin. So, der Aktienkurs selber, das hatten wir gesehen. Hier gab es auch mal einen Tiefpunkt, durchaus ja noch
Muss ich mal kurz gucken, wenn wir hier mal auf einen Jahresrückblick gehen. Durchaus ja noch im Oktober hinein und der 30.09., ach Gott, das liegt ja schon wieder, ne, 30.09. war hier. Da waren wir also um die $11 rum, das passt, ja. Das waren die 10,91 und da liegen wir jetzt, so ungefähr liegen wir da ja jetzt auch. So, dann haben wir Anlage, die Aktie, das ist eben schon mal schön nach oben gegangen. Das heißt, was an Assets jetzt auf jeder Aktie drauf liegt, okay, ist in Teilen ja auch fremdfinanziert. Schauen wir uns also an, was für einen Buchwert wir haben, Book Value. Die sprechen nicht vom Net Asset Value, wie das bei BDCs der Fall ist, sondern die nennen das Book Value per Share oder auch Buchwert, ist ja nun wirklich übersetzt. Da hat man eine 11,84, 11,79, 11,75, ist ein bisschen zurückgelaufen, aber wie gesagt, die Dividende ist auch in der Größenordnung von dem, was man verdient. Wenn das gleich groß ist, dann tut sich nichts. Wenn die Dividende ein bisschen höher ist, dann geht es eben schon mal mit einem Schritt nach unten. Und zusätzlich, jeder Aktienrückkauf, den man macht, der kann auch dazu führen, insbesondere wenn man den Aktienrückkauf über Buchwert macht. Ja, müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Also, der Börsenpreis ist aber immer unter Buchwert. Okay, das wollte ich nämlich nochmal checken. 11,41, 10,75 ist jetzt doch deutlich unter Buchwert. Insofern macht so ein Aktienrückkauf dann auch mehr Sinn. Wenn man die Aktien also unter Buchwert zurückkauft, dann ist das eigentlich NAV fördernd sozusagen. Ja gut, nun sind aber hier 150, was hat man gesagt, 150.000 Aktien, die da zurückgekauft wurden. Ja, genau. Das ist jetzt unbedeutend. Wenn ich da $1 spare, das aber dann auf 127 Millionen Aktien umrechne, dann bin ich bei 0,1 Cent oder sowas, ja. Sag ich jetzt mal so. Ja, der Gewinn, Buchgewinn war hier, und das ist eben natürlich das Problem, der liegt ja deutlich immer unter der Dividende. Wie kann das sein? Naja, das ist eben, der enthält halt diese Abschreibung der Immobilien, die man hat, und deswegen gucken die eigentlich auch nicht auf den Buchgewinn, sondern auf Earning Available for Distribution. Das heißt ja schon so, oder nee, die nennt es Distributable Earning, also ausschüttbarer Gewinn, so eine Art Cashflow-Ertrag in dem Quartal, und der muss eigentlich zur Ausschüttung passen. Der Gewinn passt da, ja, hat schon mal ganz gut gepasst hier mit 26 und 25, aber hatte auch hier schon Quartale, wo es nicht gepasst hat. Auch in der Summe, glaube ich, hat das hier nicht so gut gepasst. 86. Also, dann kommt als nächstes das Distributable Earning. Einmal von 20 auf 23 und waren damit wieder auf dem Niveau der Dividende 25. Also wir haben jetzt in den letzten 5 Quartalen einmal mit dem Distributable Earnings die Dividende unterschritten und sind jetzt zum Glück wieder sogar 2 Cent drüber. Auch das beruhigt mich, das sieht nicht nach einer Dividendenkürzung aus. Insbesondere wenn dieser Assetbestand, der ja auch noch nicht komplett ertragswirksam geworden ist, der jetzt neu hinzugekommen ist in Q3, in Q4 dann auch seine Wirkung dann erst voll entfaltet. Dividendenrendite, also jetzt hier eine 8,4. Ich habe gesagt zwischen 7 und 8. Ich sage jetzt, korrigiere mich, Tendenz ist ja doch eher zwischen 8 und 9% Dividendenrendite, 8,5. Ja, hier haben wir auch mal eine 6,7 gesehen in 2021. Okay, das waren auch ungewöhnliche Jahre, waren die Kurse dann auch entsprechend niedrig. Hier dann wieder überrissen hoch. So, und damit haben wir jetzt auch nur eine Dividendenauszahlung vom Distributable Earning von 92%. Ja, schöner ist es, wenn wir wieder bei 75 wären. Aber da muss jetzt erstmal das Geschäft nochmal den nächsten Sprung wieder nach oben tun. Das sieht aber ja im Moment gar nicht so schlecht aus. Bevor wir jetzt in diese Sheet hier hineinschauen, schaue ich zum einen erstmal, ob der Cast hier, ob der Stream noch läuft. Das tut er. Und dann schauen wir nochmal hier bei Seeking Alpha um die Ecke. Da gibt es eine Strong-Buy-Empfehlung von den Seeking Alpha-Analysten. 8% Yield, 100% Überdeckung, Stabilität. Und jetzt hier diese aktuelle Meldung, Ladder Capital Earnings, haben also Wall Street Konsensus getoppt. Das höchste Volumen im Quartal seit mehr als 3 Jahren. Okay, also nicht auf alle Zeit. Mit Loan Origination, und so viel nochmal ist auch in der Pipeline. 25 hatten wir gesehen, Analysten Average waren 23.
Genau, die Zahlen hatten wir im Prinzip schon gesehen. Die sprechen immer noch, das benutze ich nicht als Maßzahl, den unabgeschriebenen Buchwert. Also wenn ich die Abschreibungen rausrechne und sage, ich nehme die Immobilien, die ich habe, ohne Abschreibung und rechne das in den Book Value um, dann komme ich hier auf 13,71 $ und damit ist die Aktie natürlich völlig unterbewertet. Aber auch ohne diesen Rechentrick sozusagen ist sie unterbewertet. Und dieser unabgeschriebene Buchwert ist auch noch angestiegen um 5 Cent. So, man hat 511 Millionen neue Loan Originations in dem Quartal gemacht und hat nochmal mehr als 500 Millionen im Closing in Verhandlungen. Das ist natürlich super. Man hat Bond-Offering hier abgeschlossen für über 500 Millionen, das sind die neuen Mittel. Rückzahlung aus Darlehen 129 Millionen. Deswegen haben wir keine Steigerung um 511 gesehen, sondern nur eine etwas geringere Steigerung um knapp unter 400 Millionen. Also hier ist auch ein Payoff von dem drittgrößten Office-Loan. Office-Loan ist immer so, ich weiß gar nicht, ob die Tendenz heute immer noch so ist. Auf jeden Fall war ja die Tendenz in den letzten 2, 3 Jahren, dass Bürogebäude ganz schlecht laufen und die Firmen wollen alle keine Bürogebäude mehr haben. Alle arbeiten im Homeoffice und deswegen sind solche Darlehen, die für Bürogebäude begeben wurden, die dann gar nicht vermietet werden können, da ist so ein großes Risiko drauf und so weiter. Immer dieselbe Musik, die da gespielt wird. Insofern ist das positiv, dass das drittgrößte Darlehen, was sie begeben haben, für Bürogebäude jetzt zurückgezahlt wurde. Also damit löst man 2 Non-Accrual Loans auf, einen durch die Rückzahlung in pari und den anderen durch Einzug des Gebäudes. Deswegen haben wir auch einen etwas höheren Bestand jetzt in den Gebäuden. Das haben wir gesehen. Die Zahlen haben wir selber auch gesehen. Real Estate ist angestiegen. Also was sagt jetzt der Brian Harris? Strong Pipeline haben wir, gute Liquidität und Zugriff auf Investment Grade Market. Wir sind sehr gut positioniert, um die also das Earningswachstum weiter anzutreiben und Opportunitäten mitzunehmen. So, Conference Call ist 10 Uhr, es muss 16 Uhr dann bei mir gewesen sein, ja. Das heißt, der läuft vielleicht noch, das ist schon beendet. So, jetzt schauen wir noch mal in den Bericht hinein, der ist ja auch immer sehr schön aufgearbeitet. Machen wir es noch mal ein bisschen größer, geht. Das sind allgemeine Vorgaben, hier sehen wir das nochmal. 511 Millionen neue Darlehensvergabe, largest quarterly in über 3 Jahren, sehr schön. Also im ganzen Jahr jetzt über 1 Milliarde neue Darlehen vergeben. Das gibt wieder Hoffnung. Und 500 Millionen sind noch in der Pipeline. Die werden nicht alle in Q4 abgeschlossen, aber das wäre jetzt auch zu schön, um wahr zu sein. Neue Bonds begeben mit 5,5%. 1,67% Spread im Vergleich zur Kreditvergabe, würde ich mal denken. Ihr Credit Rating haben sie von Moody's und Fitch, ist ein Investment Grade, also BBB ist so die unterste Stufe für Investment Grade, aber ja, ist jetzt, auf jeden Fall haben sie ein Investment Grade Rating. Sind sehr granular verteilt auf Commercial Real Estate und haben ein sehr ausdifferenziertes Balance Sheet. Okay, kann ich jetzt nichts Gegenteiliges dazu sagen. Internes Management mit hohem Insider Ownership. 11% oder 165 Millionen also vom Net Asset Value gehören dem Management-Team und den Direktoren. So, das haben wir uns im Prinzip jetzt schon mal angeschaut. Also es sind 17 neue Darlehen vergeben worden, 511 Millionen. Und geclosed sind auch noch nicht alle, sondern nur 482 davon. Ah, okay. So, in der Pipeline über 500 Millionen noch drin. 129 Rückzahlungen haben wir auch schon gesehen. 2 nicht funktionierende Darlehen sind aufgelöst durch Rückzahlung und Einzug. Und man hat eben auch wieder Aktien zurückgekauft, ja. Und im ganzen Jahr jetzt schon für 9 Millionen Dollar Aktien eingezogen. Das sind ja dann ungefähr 900
400.000 Aktien, die man im ganzen Jahr jetzt eingezogen hat. Das ist nochmal die Darstellung in Form eines Tortendiagramms. Die Securities, die haben in den letzten Jahren sehr zugenommen. Die Darlehen haben zum Glück jetzt wieder auch zugenommen. Und das sind die Gebäude im Prinzip. Ja, dann gibt es auch noch Cashbestand, den man da hat. Im Moment nicht ganz so viel wie mal vorher. Teilweise hatten wir hier 1,5 Milliarden stehen. Das ist jetzt nur noch ein 30. davon. Dann gibt es aber immer noch ungezogene Revolver. Hier 830 können Sie noch bei Bedarf aus dem Revolver holen. Ja. Also Laufzeiten hier 2,8 Jahre bei diesen Securities. AAA-Rating, ich glaube, das könnten auch CLO-Papiere sein, zum Beispiel AAA. Staatsanleihen sind ja nicht mehr AAA. So verschiedene, die Aufteilung auf verschiedene, also es ist immer Commercial Real Estate, also die finanzieren keine Häuslebauer, wenn man so will. Multifamily Homes, also Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und Industriegebäude, Hotels und das spielt dann nicht so eine große Rolle. Also Schwerpunkt ist schon Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude, wenn man so will. So und bei den Bürogebäuden, die machen 14% der Total Assets aus. Das ist ja hier auch nur das Darlehensportfolio. Und dann kommen ja noch die Securities dazu. Und 82% davon sind nach Covid vergeben. Also keine irgendwie alten, langlaufenden Kredite, die man vergeben hat, noch als die Welt noch heile war vor Corona, sondern danach, da ist ja schon die Nachfrage deutlich geringer gewesen. Und wer da noch in 2021, 2022 noch Bürogebäude gebaut hat, der wusste dann auch, was er getan hat oder auf welches Risiko er sich da einlässt. Ja, hier sehen wir das nochmal, diesen schönen Zuwachs von 1,58 auf 1,913. 511 Origination, das haben wir hier. Hier hatten wir mal 0. Du Scheiß. Entschuldigung. Origination und was davon ist schon gefundet. Nochmal ein Unterschied. Okay, wurden doch 3 Millionen wurden dann in Realität noch aus den Vorquartalen gefundet, ja. Ja, die Coupongröße, die Zinsen steigen halt nicht mehr, sondern alle wissen, dass die Zinsen fallen. Also zum Ende ist es jetzt bei 7,7 im Schnitt. Loan to Value ist 68%, etwas höher. Das heißt, man finanziert hier nicht 100% von den Gebäuden, sondern natürlich einen niedrigeren Wert, sodass, wenn man also einen Einzug machen muss, man auf jeden Fall eine Versteigerung oder eben selber das Gebäude einzieht, dann müsste man auf jeden Fall einen Ertrag mit dem Verkauf des Gebäudes machen, 68 oder 70%. Denn das sind ja im Wesentlichen Neubauprojekte. Es sei denn, da hat jetzt einer irgendein Ding gebaut, was hinterher wirklich keiner mehr haben will, weil es irgendwo in JWD, ich wollte gerade sagen in Buxtehude liegt, das aber eher unwahrscheinlich, weil Buxtehude nicht in den USA zu finden ist. Ja, hier noch die anderen Mortgage-Klassen, das waren die also erstrangige, zweitrangige, das spielt aber keine große Rolle. Und Conduit First Mortgage, habe ich mich jetzt gar nicht darauf vorbereitet. So, und dann das Real Estate-Geschäft, man hat jetzt nichts verkauft. Man hat also 3,4 Millionen Quadratfuß durch 11, müsst ihr das jetzt rechnen, also 310.000 Quadratmeter Fläche hat man da sozusagen. Also im Commercial Real Estate, da hat sich jetzt auch gar nichts geändert, aber hier bei den Diversified Commercial Real Estate, da gibt es jetzt eine Änderung, weil da eine Immobilie eingezogen wurde. Da haben wir dann eben auch eine Akquisition, hier sieht man das, von 23 Millionen, aufgrund eines ausgefallenen Darlehens. Das Security-Segment habe ich mich jetzt auch nicht weiter eingelesen. Das sind einfach Papiere mit AAA-Status zu 96%, die im Schnitt 5,7% Yield bringen. Ja, das ist ja nicht schlecht, aber wir haben eben gesehen, die Darlehen bringen 7,8 im Moment. Das sind nochmal 2% Unterschied und die 2% braucht man natürlich auch. Also mit den 5,7 ist das Geschäft so nicht darzustellen. Deswegen müssen hier neue Darlehensvergaben auch her. Ich wollte noch mal ein bisschen auf die Ausleihung gucken. Nochmal alle Kennzahlen.
Kapitalstruktur, genau, das ist doch eigentlich wichtig. Also man hat erst, ne, das ist wieder ihr eigenes Sheet. Ja, hier sind die Fälligkeiten der Schuldtitel. 880 Millionen Liquidität hat man und man braucht jetzt ungefähr noch in diesem und im nächsten Jahr 400 Millionen für besicherte Schuldtitel. Und dann hat man wieder Zeit bis 2027. Das ist zwar immer ein großer Brocken, hier ist dann auch wieder ein ganz kleiner. Muss man gucken, was man da macht. Also 26, 28 ist fast nichts fällig und 25 jetzt 380 Millionen und dann kommt eine größere Position in 27. Da muss man wieder nach hinten umgeschuldet werden. Aber man hat ja jetzt auch einen neuen Schuldtitel vergeben. Kriegen wir da nochmal eine Auflistung davon irgendwie? Oder habe ich die jetzt übersehen? Ich sehe sie nicht. Ich hätte sie gern gesehen. Allein, ich glaube, die kommt hier nicht mehr. Ja, da hätte ich gerne nochmal eine Liste gesehen, wie die Zinsen pro Schuldtitel aussehen, aber das kann ich hier, also bei unbesicherte Bonds 2,2 Milliarden, also unbesicherte Schulden sind 2,2 Milliarden und besicherte, also zum Beispiel in Hypotheken, die man selber aufgenommen hat für für den Immobilienbestand, 763 Millionen. Den kann man dann ja als Sicherheit hinterlegen und dann sind die Zinsen auch niedriger. Trotzdem hätte ich eigentlich gerne so wie es beim BDC üblich ist, jede Schuldposition und den Betrag, die Fälligkeit und den Zinssatz gesehen. Das habe ich jetzt hier nicht gefunden. Vielleicht steht das im 10Q drin, müsste es doch eigentlich unter, war auch im richtigen Quartal, das ist wichtig, hatte mehrere Quartale auf, sieht gut aus. Das Einkommen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts, das ist ein 8K, das ist nicht der 10Q. Ach, Kinder, wollen wir da nochmal suchen? Also SEC-Filing. Ne, den gibt es auch noch nicht wahrscheinlich, weil der erst in den nächsten Tagen an die fertiggestellt wird. Okay, dann gibt es den 10Q, kriege ich hier nur vom Vorquartal, aber noch nicht vom Q3. Okay, dann müssen wir den im Moment schuldig bleiben, aber wir sind ja auch so, glaube ich, in die Details ganz gut eingestiegen. Ja, also ich hoffe, es hat den einen oder anderen interessiert. Ich finde die Zahlen gut, hat mir ganz gut gefallen, hat sich wieder schön nach oben entwickelt und grundsätzlich kommen wir jetzt in eine Phase, manche bezweifeln das, ich bin da nicht ganz so pessimistisch, dass wir wieder so ein bisschen mehr Aktivitäten am Immobilienmarkt sehen werden und so ein bisschen da auch mit den Zinsen wieder langsam runterkommen werden. Denn das will die Regierung und der Donald vermacht sich da so mal mehr, mal weniger schnell am Ende ja dann doch durchzusetzen. Also ich denke doch, dass wir so ein bisschen leichte Rückschritte auch am langfristigen Zinsmarkt sehen werden. Und die haben wir auch schon meiner Meinung nach gesehen. Und das wird dann doch so die Real Estate-Konjunktur wieder so ein bisschen ins Laufen bringen. Und nicht ohne Grund haben die ja jetzt hier die 500 Millionen oder 511 Millionen vergeben können und haben auch noch so einen großen Posten in ihrem. Das sind insgesamt so positive Ansätze, die wir vielleicht auch bei Arbor Realty und den anderen Immobilien werden sehen können. Ich bin gespannt. Medical Properties kommt, glaube ich, auch nächste Woche raus. Das ist ja auch immer spannend. Auch wenn ich den Wert nicht mehr habe. Aber hier, den finde ich jetzt nicht schlecht. Scheint also das Schlimmste überstanden und ja, mal schauen, ob ich da auch mal wieder 500, ich habe jetzt mehrere Positionen im Kopf, wo ich mal so 500 Euro drin deponieren wollen würde. Schauen wir mal, was da draus wird. Danke für die Aufmerksamkeit, Like da lassen, Kanal abonnieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.